Wenn wir uns aber so ändern können, dass wir Folterknechte und Opfertiere werden, dann ist alles möglich. Dann sind die entsetzlichsten Dinge in aller Einfachheit möglich. Dann gibt es keine Mauer zwischen einer guten und einer bösen Welt. Dann gehen beide unmerklich ineinander über. Dann können ganz normale Menschen schreckliche Dinge tun. Die Frage blieb nur, wie ist das möglich? Um das zu beobachten, habe ich unsere Sache nicht angezeigt. Ich wollte wissen, wie ist das möglich? Was passiert, wenn ein Mensch sich erniedrigt oder plötzlich grausam handelt? Früher dachte ich, da müsste eine Welt einstürzen. Heute weiß ich, dass sie das nicht tut. Was so entsetzlich aussieht, von weitem so unfassbar, geschieht einfach. Ganz ruhig und selbstverständlich. Und deshalb hat man sich davor zu hüten. Das habe ich gelernt. Dieser Junge befindet sich in einer so hochgradigen Überreizung, dass der Aufenthalt hier für ihn wohl nicht mehr der geeignetste ist. Seine geistige Nahrung muss sorgsamer überwacht werden, als wir es hier können. Ich werde in diesem Sinn an seinen Vater schreiben. Ein sonderbarer Mensch. Finden Sie?